Liebe Gäste, herzlich willkommen zu unserem heutigen Abend. Die Universität Jena steht unter dem Motto Light, Life, Liberty, Licht, Leben, Freiheit. Dieser Slogan beschreibt, wofür wir als Universität, ich rede jetzt mal von wir, ich hoffe, da können alle mitgehen, stehen. Wissen teilen, verantwortungsvoll handeln und offen denken. Um genau diese 3 Gedanken möchten wir heute Abend mit Ihnen gemeinsam erleben. Mein Name ist Danja Rose Sperling. Ich arbeite an der Universität im Umfeld der Profillinie Live und aus unserem Gremium heraus ist die Idee für diese Veranstaltung entstanden. Besonders Professor Michael Bauer hat die Idee für diese Veranstaltung für den heutigen Abend geprägt. Ihn werden Sie im Laufe des Abends noch kennenlernen. Wir wollten einen Abend schaffen, der zeigt, wie Aufklärung, Geschichte und aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen miteinander verbunden sind. Verständlich, offen und für alle zugänglich. Ganz im Sinne unseres Mottos. Dass dies möglich wurde, verdanken wir vielen, vielen Unterstützenden. An dieser Stelle von meiner Seite dafür ein besonderes Dank schon mal an Nucleus Jena, Tobias Mahn, Natalia Kluth, Thomas Wartner und Immo Feine, sowie an die Ernst-Abbe-Bücherei, besonders Evelyn Meyer, Katja Müller und Tobias Wollenhaupt. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind und wünsche uns einen inspirierenden und angenehmen Abend. Damit nochmal. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Wir freuen uns sehr, dass Sie in so einer großen Zahl hier erschienen sind, dass die Plätze gar nicht gereicht haben. Mein Name ist Tobias Mahn. Ich wurde gerade schon von der Frau Dr. Danja Rose Sperling erwähnt. Sie ist die Koordinatorin dieser Profillinie Live, also Lebenswissenschaften der Universität Jena. Und wir als Nucleus Jena, für das ich hier stehe, das sehen Sie auch dann das auf dem Roll-Up, haben da fleißig mit unterstützt bei dieser großen Veranstaltung, weil sie als quasi One-Woman-Show als Koordinatorin der Profillinie für so eine großen Events natürlich gern auch Unterstützung braucht. Die haben wir gern gegeben und hatten heute ein erfolgreiches Symposium tagsüber und jetzt die Überleitung zur Abendveranstaltung und noch kurz zu sagen, was Nucleus Jena ist. Das ist eine Einrichtung für Wissens- und Technologietransfer, gefördert vom BMFTR, also vom Bundesministerium für Bildung, Forschung, Technologie und Raumfahrt in der 2. Förderperiode. Und wir sind sozusagen eine Einrichtung, die von beiden Jenaer Hochschulen, also von der Friedrich-Schiller-Universität und von der Ernst-Abbe-Universität, Hochschule, Entschuldigung, betrieben wird und setzen sozusagen den Transfer, Wissens- und Technologietransfer nochmal auf eine breitere Ebene. Also wir adressieren aus Sicht der Wissenschaft, aber auch aus Sicht der Wirtschaft und eben auch ganz bewusst an die Gesellschaft. Also es geht auch um Wissenstransfer, um Citizen Science, also um Sie als Einwohnerinnen und Einwohner, dass wir eben Transfer auch in die Richtung betreiben. Und ich freue mich auch von Nucleus Seite auf eine tolle Veranstaltung und würde damit jetzt überleiten an meinen Retter. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich auch hier zu sein. Mein Name ist Max Pommer. Wenn ich nicht gerade hier stehe, finden Sie mich im Romantikerhaus. Und ich habe das große Vergnügen und Glück, ein bisschen durch den Abend moderieren zu können. Das alles so ein bisschen zusammenzuhalten und hoffe, dass mir das gelingt und dass ich nicht die Zeit total aus den Augen verliere. Sie können ja auch auf die Uhr gucken. Wenn Sie denken, oh Gott, jetzt wird es aber eng, dann tun Sie einfach so, als ob Sie einschlafen. Das registriere ich und dann beeilen wir uns. Ich möchte den Ablauf des Abends vorstellen und dafür brauchen wir mal die nächste Folie. Ja, deswegen sind Sie wahrscheinlich alle hier, mal abgesehen von dem Thema. Andrea Wulff ist zu Gast und wird uns ihr Buch Fabelhafte Rebellen vorstellen. Eigentlich brauchen wir diese Folie ja gar nicht, denn wir haben sie ja in Präsenz hier. Aber der Korrektheit halber, also Frau Wulff wird im ersten Teil des Abends ihr Buch vorstellen. Das soll uns so ein bisschen als Grundlage für den restlichen Verlauf einer Podiumsdiskussion, eines Podiumsgespräches dienen. Wir sind alle noch etwas aufgeregt, weil ein Podiumsteilnehmer noch fehlt.
Schauen wir mal, ob da noch jemand dazu stößt. Könnte jetzt der Fall sein. Na, wir lassen uns überraschen. Mal die nächste Folie bitte. Das sind unsere Podiumsteilnehmer. Einmal natürlich Frau Wulff, dann Professor Michael Bauer, der gerade schon erwähnt wurde, Dr. Helmut Hühn und, wenn wir Glück haben, kommt zu uns noch Dr. Cordelius Ilkmann aus dem Ministerium in Erfurt. Ich stelle Ihnen die Podiumsteilnehmer. Wir haben Glück, Herr Ilkmann ist da. Wunderbar. Ich stelle die Person dann nochmal zu gegebener Zeit etwas ausführlicher vor. Sie können sich am Ende, nach dem Podiumsgespräch, auch noch mit Fragen beteiligen. Das läuft allerdings diesmal nicht über Handzeichen, sondern über ein Tool namens Slido, das Sie alle über Ihr Handy, sollten Sie eins haben, abrufen können. Da können Sie Ihre Frage reintippen. Die orthografischen Tippfehler, die überlesen wir dann einfach. Dann können Sie im Laufe des Abends alle Fragen lesen, die da stehen, und die Fragen bewerten, welche Fragen Sie für besonders mitteilungswürdig halten. Und die werden dann zum Schluss vorgelesen und an die Podiumsteilnehmer gestellt. Also nach dem Gespräch gibt es dann diesen Slot, da können Sie das machen. Aber auch dieser QR-Code, auch den finden Sie auf den Zetteln, die ausliegen. Gut, der Abend ist ja ziemlich spannend. Und als ich Ihnen zum ersten Mal die Überschrift gelesen habe, habe ich gedacht, oh weh, das wird ja wild. Und ich möchte jetzt erstmal dazu kommen, den Abend ganz kurz einzuordnen, was Sie erwartet thematisch. Kommen wir zum eigentlichen Thema des Abends und unserem, ja man darf es einmal sagen, Stargast Andrea Wulff, die aus dem weiten London wieder einmal nach Jena gereist ist, nicht nur um uns ihren Bestseller Fabelhafte Rebellen, die frühen Romantiker und die Erfindung des Ichs vorzustellen, sondern auch, um an der daran anschließenden Podiumsdiskussion teilzunehmen. Wir sagten es schon, das heutige Live-Symposium, zu dem diese Veranstaltung gehört, steht unter der Fragestellung: Von der Frühromantik bis Trump 2.0, Jena als Standort der Aufklärung. Bei diesem Veranstaltungsrahmen mag einem fast etwas mulmig werden, denn er umspannt denkbar komplexe und strittige Problemfelder. Einerseits die Jener Frühromantik, jene kulturhistorische Strömung also, die sich Mitte der 1790er Jahre in Jena zu formieren beginnt und hier eine Strahlkraft entwickelt, die auch heute noch am historischen Firmament der Lichtstadt Jena leuchtet. Sodann Jena als Standort der Aufklärung, eine nicht minder wichtige kulturhistorische Strömung, die sich im 18. Jahrhundert entwickelt und deren Vernunftideale unseren Weltzugang bis heute maßgeblich bestimmt. Die Geschichte Jenas und seiner Universität ist maßgeblich von dieser europäischen Aufklärung bestimmt. Denn um 1800 erreicht die Bedeutung der Universität Jena und damit der Stadt ihren vorläufigen Höhepunkt. Goethe nannte dieses Jena die Stapelstadt des Wissens, der Geheimrat Vogt sprach von ihr als Freihafen des Geistes. Dieses Image der Stadt lag vor allem an dem dichten intellektuellen Netzwerk der Jahre um 1800, das die Universitätsstadt Jena von anderen abhob. An Personen wie dem Philosophen Karl Leonhard Reinhold, seinem Nachfolger Johann Gottlieb Fichte, natürlich an Goethe und Schiller und all den anderen unzähligen Wissenschaftlern und Denkern und selbstverständlich auch den Frühromantikern, die vom Jena der Philosophie und Aufklärung, der Stadt des deutschen Idealismus, angezogen wurden. Ein Hexenkessel des Denkens also, voller philosophischer und naturwissenschaftlicher Energie, und das auf kleinstem Raum. Gerade einmal 4000 Einwohner leben damals im Jena, darunter knapp 800 Studenten, und die Folgen dieser Stadtgesellschaft lassen sich auch heute im Jena beobachten. Mag man keine Studenten, fühlt man sich hier denkbar unwohl. Jeder kennt jeden, im Guten wie im Schlechten, Sie werden das alle wissen. Die Wege sind kurz, der Austausch ist unproblematisch, ein öffentlicher Vortrag jagt den anderen und Skandale machen die Runde, noch bevor sie passieren. Was hat die Frühromantik aber mit der Aufklärung zu tun? Unsere Experten werden während des Podiumsgesprächs noch darauf eingehen, nur so viel vorab, damit Sie wissen, was wir jetzt vorhaben. Die Romantiker waren keine Anti-Aufklärer und erst recht keine irrationalen Spinner. Aber sie merkten, dass eine Aufklärung, die im Vernunftglauben erstarrt, allein nicht in der Lage ist, einen gesunden Weltzugang zu stiften.
Ihre Ideale teilten die Frühromantiker aber grundsätzlich, erst recht, wenn sie jemand wie Kant formulierte. Das kennen Sie wahrscheinlich. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Ich nehme mal an, alle im Raum würden diese berühmte Definition Kants auf die Frage, was ist Aufklärung, unterschreiben. Den Mut haben, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, da stimmt jeder zu, das proklamiert man für sich. Aber so einfach ist das natürlich nicht und keiner war sich dessen mehr bewusst als Kant selbst. Denn was heißt es eigentlich, vernünftig zu handeln? Wie standen die Jenaer Geistesgröße um 1800 zu diesem Problem und was können wir heute von ihnen und ihrem Denken lernen? Was von der Geistesgeschichte nutzen, um auf heutige Konflikte zu reagieren? Hier nun kommt der dritte Aspekt des heutigen Themas zur Geltung, der in der Veranstaltungsüberschrift mit Trump 2.0 beschrieben ist. Ein geradezu emotionales Schlagwort, das ich im Sinne der Veranstalter ganz mutig mal auf postfaktische Tendenzen eng führen möchte. Auf Tendenzen im öffentlichen Diskurs, die feststehende und wissenschaftlich abgesicherte Fakten anzweifeln, in Frage stellen oder aus Kalkül sogar leugnen. Aber auch hier sollte man es sich nicht so einfach machen. Denn der Zweifel ist ja gerade Voraussetzung für das Selbstdenken, für den Mut, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Und hier stehen wir alle zusammen bis zu den Knien in einem Dilemma. Erinnern Sie sich nur kurz an die Corona-Pandemie und stellen Sie sich zwei Demonstrationen vor, die sich auf dem nahegelegenen Holzmarkt gegenüberstehen. Links eine sogenannte Corona-Demo mit Demonstranten voller Sorge gegenüber der empfohlenen Impfung, aber auch mit Menschen, die die ganze Pandemie aus politischer Inszenierung leugnen. Rechts hingegen eine Gegendemonstration voller Menschen, die im Sinne der Impfung proklamieren, Follow the Science. Zwischen den beiden Demonstranten wiederum ein einsamer Gelehrter, der zu vermitteln versucht und mahnt, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Sie ahnen es, aus beiden Demonstrationen ertönt ein lautes Genau. Soweit ganz oberflächlich die Spannweite jener Fragestellung, unter der der heutige Abend steht. Von der Frühromantik bis Trump 2.0, Jena als Standort der Aufklärung. Ziel der Veranstaltung ist es, die Verbindung herzustellen zwischen der historischen Rolle Jenas, der Frühromantik und der Aufklärung und den heutigen Herausforderungen einer postfaktischen Gesellschaft. Dabei soll Wissenschaft, Geschichte und Gesellschaft interdisziplinär zusammengebracht werden, um über Freiheit, Verantwortung und die Rolle von Institutionen zu reflektieren. Nicht um die Frage final zu beantworten, das kann man von dieser Veranstaltung nur weiß Gott nicht verlangen, aber um Gedanken und Impulse zu geben, die, so ist zu hoffen, mit Zustimmung oder Widerspruch nachhallen. Ganz im Sinne von Novalis, der seine berühmte romantische Fragmentsammlung Blütenstaub nannte. Blütenstaub, denn die Fragmente sollten in die Welt fliegen und auf fremden, aber fruchtbaren Boden Wurzeln schlagen. Und mit Novalis sind wir nun endlich bei Andrea Wulf angekommen. Ihr und ihrem Bestseller Fabelhafte Rebellen ist es zu verdanken, dass die Welt mit frischen Augen auf die Frühromantik in Jena blickt. Denn ihr Buch wurde mittlerweile in 15 Sprachen übersetzt und trägt das Jena um 1800 sprichwörtlich um die Welt. Die nun folgende Buchvorstellung soll uns als thematische Grundlage für das sich anschließende Gespräch dienen. Andrea Wulf wurde 1967 in Neu-Delhi geboren und lebt als deutsch-britische Kulturhistorikerin in London. Von dort aus durchstreift sie nicht nur gedanklich mit zahlreichen Publikationen die Kulturgeschichte und erschließt auch die komplexesten Themen einem breiten Publikum. Neben ihren fabelhaften Rebellen seien nur noch zwei ihrer Bestseller genannt. Einerseits Die Vermessung des Himmels vom größten Wissenschaftsabenteuer des 18. Jahrhunderts oder, das wird der ein oder andere sicher auch zu Hause haben, Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur. Neben ihrer Tätigkeit als Sachbuchautorin publiziert sie zudem in The Guardian, The Sunday Times oder im Wall Street Journal. Für ihre schriftstellerische Leistung, ich kann das gar nicht alles aufzählen, wurden ihr zahlreiche Ehrungen zuteil, darunter nur exemplarisch die Lichtenberg-Medaille, der Los Angeles Times Book Prize, der Bayerische Buchpreis und der Costa Book Award. Liebe Frau Wulf, im Namen der Veranstalter darf ich sagen, die Universität Jena dankt Ihnen, dass Sie den weiten Weg aus London auf sich genommen haben, um hier Ihr Buch vorzustellen und an der Diskussion teilzunehmen.
Liebe Andrea, vielen, vielen Dank. Ich darf jetzt das gesamte Podium auf die Stühle bitten, mit der kleinen Hinweis, hier möchte ich sitzen. Kommen Sie bitte schon nach vorn. Ich stelle Sie dann vor, damit Sie, die uns hier zuhören, auch wissen, wen Sie da vor sich haben. Ganz links sitzt natürlich Andrea Wulff, das werden Sie sich schon gedacht haben, oder von Ihnen aus rechts. Und ansonsten haben sich die Veranstalter bei der Besetzung des Podiums natürlich etwas gedacht. Alle Themen, die wir jetzt ansprechen werden, haben jetzt hier einen Experten bzw. eine Expertin. Ich mache das einfach mal alphabetisch und ordne das selbst zu. Ja, das passt sehr gut. Ganz links sitzt Professor Dr. Michael Bauer, seines Zeichens Sprecher der Profillinie Live an der Universität Jena und Direktor der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin am Universitätsklinikum Jena. Sie ahnen es, das ist die Stimme der Medizin, der Naturwissenschaft hier auf dem Podium. Rechts neben ihm Dr. Helmut Hühn. Er gehört zum Leitungsteam des sich erst kürzlich gegründeten Jena Zentrums für Romantikforschung. Wenn er da nicht beschäftigt ist, leitet er das unweit von hier gelegene Schiller-Gartenhaus und das Goethe-Laboratorium, also der Experte hier auf unserem Podium für die Jenaer Geistesgeschichte um 1800. Und auch wiederum rechts von Herrn Hühn, Dr. Cordelius Ilkmann, der es ganz knapp hierher geschafft hat. Herr Ilkmann ist Abteilungsleiter für Pflege und Gesundheit am Thüringer Ministerium für Soziales, Gesundheit, Arbeit und Familie. Das klingt nach einem vollen Terminkalender. Insofern können wir natürlich verstehen, dass man dann ganz kurz vor knapp durch die Tür kommt. Und Herr Ilkmann ist hier, um uns seine Perspektive auf die Fragen zu geben, die aus dem Bereich Politik und Gesellschaft sich auftun werden. Ich möchte gleich zu Beginn der Frau Wulff nochmal das Wort geben und eine Frage stellen, die Sie sich vielleicht auch, während Sie zugehört haben, sich gestellt haben. Denn wenn man sich mit der Jenaer Geistesgeschichte beschäftigt, und es wurde ja auch schon gesagt, wie viele intellektuelle Protagonisten seinerzeit hier waren und dann auch noch diese ganze Schlegelbande als Autorin an der Backe hat, plus Umkreis, da fragt man sich vielleicht, welche Personen aus dem Frühromantikerkreis für Sie, Frau Wulff, diejenige war, wo Sie sagten, ja, die begeistert mich ganz besonders und deren Biografie oder deren Leistung halte ich heute auch noch für besonders aktuell. Also ich kann das gar nicht, jetzt müssen Sie noch wieder mir zuhören. Ich kann das gar nicht so sagen. Und ich glaube, es geht eben nicht um die einzelne Person. Was mich an dem Jenaer Kreis interessiert, ist, dass es ein Kreis ist, dass es eine Gruppe ist. Und das ist ja immer so ein bisschen gefährlich, wenn man eine Biografie schreibt und dann diese eine Person rausholt und man so ein bisschen vergisst, dass wir natürlich alle, also außer wir sind ein Hermit irgendwo und leben in einer Höhle, aber wir sind ja alle Teil einer Gruppe oder Teil mehrerer Gruppen, einer Gemeinschaft, einer Gesellschaft, unserem Freundeskreis, unserer Familie. Und genau das macht diese Gruppe auf, weil die genau das gefeiert haben. Dieses gemeinsame Arbeiten, das gemeinsame Denken ist wichtiger als alleine zu denken. Und das macht diesen Jenaer Kreis für mich aus. Man hat natürlich so seine Lieblingsprotagonisten, dazu gehört für mich ganz eindeutig Caroline, das war für mich so eine ganz große Überraschung, aber ich glaube schon, dass alle zusammen für uns heute immer noch eine Bedeutung haben. Also ich interessiere mich nicht für Geschichte als ein Haufen verstaubter Ideen, sondern mir geht es immer darum, was können wir davon lernen heute oder gibt es einen Bereich, den wir damit heute beleuchten können. Und für mich war das bei Humboldt natürlich das Verhältnis zwischen Mensch und Natur und bei den fabelhaften Rebellen ging es sehr darum, unter anderem, warum leben wir heute in einer so ich-bezogenen Zeit? Und die große Frage hinter dem Buch war für mich immer, wer sind wir als Individuum und wer sind wir als Mitglied einer Gesellschaft? Wie können wir ein erfülltes
Leben leben, wo wir unseren Träumen folgen können, aber gleichzeitig moralisch gut sein und als Mitglied, als moralisch guter Mitglied einer Gemeinschaft und einer Gesellschaft zu leben. Das steht eigentlich dahinter für mich. Und dann wundert es einen ja eigentlich nicht, dass dann trotzdem Caroline so ein bisschen im Zentrum des Interesses steht, aber ja auch im Zentrum des Buches. Sie bildet ja so ein bisschen die Rahmenhandlung. Caroline kommt ja auch aus diesem Professorenkreis in Göttingen. Sie ist ja als Frau, also nicht, dass das jetzt betont werden muss, aber wächst quasi schon in einem unheimlichen intellektuellen Zirkel auf, bevor sie überhaupt Göttingen verlässt. Und eigentlich in ihr manifestiert sich ja auch schon, was so ein bisschen die Leitfrage des Abends ist, nämlich wie ist so das Verhältnis zwischen Aufklärung und Romantik, weil eigentlich Caroline ja aus einem aufgeklärten Haushalt kommt, Dorothea Veit auch, nicht der Vater Moses Mendelssohn und so weiter, großer Aufklärer. Hat dich beim Schreiben dieses Verhältnis zwischen Aufklärung und Romantik besonders beschäftigt oder hat sich das so ergeben? Nee, das hat sich natürlich beschäftigt und das ist ja auch genau das, was die Romantik ausmacht, aber wo die Romantik auch heutzutage so ein bisschen schlechten Ruf hat. Also immer die Romantiker, die waren gegen die Wissenschaft. Das stimmt überhaupt nicht. Goethe war zum Beispiel Poet, der auch Wissenschaftler war. Novalis war Bergbauassessor und Dichter. Humboldt war Wissenschaftler, der wie ein Dichter gesprochen hat. Also diese Gegensätze, dieses Polarisierende, das ist etwas, was wir oft im Nachhinein auch erst sehen, was gar nicht so stark in dem Moment vielleicht auch war. Und ich glaube, für mich sind die Romantiker diejenigen, die die Kunst und die Wissenschaft zusammenbringen. Und das ist etwas, was heute wirklich fehlt, finde ich. Also wir reden immer vom Interdisziplinären, aber meistens wird darüber nur, das ist dann der Biologe, der mit dem Chemiker zusammenarbeiten soll. Aber für mich ist interdisziplinär noch etwas mehr als das. Und das ist das, wo für mich die Romantiker immer ganz, ganz wichtig waren. Jetzt haben wir den Herrn Hühn hier auf dem Podium und Herr Hühn ist sozusagen in seinem Alltag mit Herausforderungen konfrontiert. Einerseits nämlich als Wissenschaftler an der Universität, da denkt Herr Hühn und schreibt Herr Hühn und lehrt Herr Hühn. Da hat man Zeit ein bisschen, um über die Dinge nachzudenken. Dann leitet Herr Hühn aber auch noch Museen und ist da wiederum mit Besuchern konfrontiert, die nicht sonderlich viel Zeit haben und dann mit solchen Fragen kommen, wie ich sie jetzt stellen möchte. Und zwar, was würden Sie jemandem antworten, wenn Sie als Experte knapp umreißen müssten, was Aufklärung und Frühromantik ist und wie sich beides um 1800 zueinander verhält? Also es ist eine herrliche Frage für eine zweisemestrige Vorlesung. Und ich will das vielleicht ganz kurz versuchen. Also ich knüpfe an Andrea Wulf an. Das sind zwei Bewegungen, zwei europäische und internationale Bewegungen, die nacheinander ansetzen und die eigentlich bis heute weltweit wirken. Das ist, glaube ich, irgendwie deutlich. Und diese beiden Bewegungen haben die Welt geschaffen, in der wir heute leben. Und wenn wir an Andrea Wulf denken, an den Prolog des Buches, deswegen sind wir in gewisser Weise immer noch Zeitgenossen dieser Personen, die um 1800 hier in Jena gelebt haben. Das Verhältnis dieser beiden Bewegungen so zueinander würde ich nicht so stark in den Dissens bringen oder so, wie das vielleicht auch eben manchmal angeklungen ist. Also die Romantiker sind vielleicht die erste große Bewegung, die diese moderne Welt, die da entstanden ist, die da Distanz suchen zu dieser modernen Welt, die sie auch reflektieren. Das ist sozusagen die Reflexion, eine frühe Reflexion eben der Moderne in ihrer eigenen Prozessualität. Und alle beziehen sich irgendwie auf die Aufklärung zurück, kritisch, auch affirmativ. Und die romantische Intuition ist auch ein Versuch, die Aufklärung über sich selbst aufzuklären, sie zu transzendieren, auch ihre Grenzen zu erfassen. Wo liegen eigentlich die Grenzen der Aufklärung? Ich erinnere an Friedrich Schiller, an die Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen. Ja, im 8. Brief fragt Schiller, woran liegt es, dass wir immer noch Barbaren sind? Daran wird auch die Schwierigkeiten der Aufklärung festgestellt. Wir können theoretisch sehr aufgeklärt sein, aber in unserem praktischen Leben, also können wir in der Art, wie wir unser Leben gestalten, wie wir die Verhältnisse zu unseren Mitmenschen gestalten, können wir alles andere als aufgeklärt sein.
Woran liegt es, dass wir Barbaren sind? Friedrich Hölderlin, der hier nicht vorgekommen ist, aber vielleicht auch noch eine kleine Bemerkung verdient, der ja auch zweimal in den 90er Jahren hier in Jena war, der arbeitet an einer höheren Aufklärung. Hegel kommt nach Jena, ne, schließt sich auch diesem Projekt an. Also der Versuch, über die Aufklärung auch hinauszukommen in eine höhere Aufklärung. Und da sind wir mitten in dem zweiten Teil Ihrer Frage, wie konstelliert sich das hier in Jena? Ich würde denken, das ist schon auch eine herrliche Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, die hier so in Jena auch irgendwie sich realisiert. Da sind ja Aufklärer und Frühkantianer im Gespräch miteinander. Also ganz wichtig, auch unter diesem Obertitel, den wir hier heute auch für diese Veranstaltung gewählt haben, Jena ist das Zentrum des Kantianismus in Deutschland, das ausstrahlungskräftigste Zentrum. Zu den Aufklärern und Frühkantianern kommen dann die Frühromantiker und die Frühromantikerinnen und die Frühidealisten. Und da sieht man, dass die kommen miteinander ins Gespräch, diese verschiedenen Gruppen und Personen, die schaffen es, im Austausch der Ideen neue Perspektiven zu eröffnen. Und das, was Andrea Wulf gesagt hat, möchte ich an dieser Stelle auch nochmal unterstützen. Die Frühromantik ist ein Gemeinschaftsprojekt hochgradig eigenwilliger Individuen. In einem verdichteten Kommunikationsraum in dieser Doppelstadt Jena-Weimar. Und da schaffen sie es sozusagen durch die Auseinandersetzung miteinander, die nicht immer konfliktlos ist, doch neue Perspektiven aufzuzeigen. Vielleicht so viel. Und wie würden Sie jetzt aber sagen, im Allgemeinen würde man jetzt denken, naja, Aufklärung, die haben die Ideale der Vernunft, handelt vernünftig, denke vernünftig und komm deshalb auch in die Lage, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen oder den Mut zu haben. Und dann ist so jetzt so in der allgemeinen Meinung dann immer so die Vorstellung, ja, aber die Romantiker kritisieren das auch, weil sie sagen, die Vernunft reicht an manche Phänomene des Lebens auch gar nicht ran. Ja, also ist die Romantik auch eine Positionierung zu den Grenzen der Vernunft oder würden Sie das nicht sagen? Ja, die Aufklärung ist ja selber an den Grenzen der Vernunft interessiert. Ne? Der Kantianismus versucht ja genau zu ermessen, wie weit unsere Erkenntnis reicht und wo wir sozusagen auch die Erkenntnisgrenzen überschreiten. Also man muss sich auch deutlich machen, diese Bewegungen werden ja interpretiert und die haben jetzt eine Geschichte auch ihrer Deutung. Und diese Deutung, dass die Romantik irrational ist, ne, also das ist seit der Hegelschen Kritik bis zu Georg Lukács im 20. Jahrhundert, also wird die so dargestellt, gibt es radikale Kritiken an der Aufklärung, die dann immer auf dieses Vernunftverhältnis setzen und die Romantiker als Irrationalisten abstempeln. Aber das ist auch eine geschichtliche Deutung. Über diese geschichtliche Deutung sind wir hinweggekommen. Und zur Aufklärung kommen wir ja vielleicht noch weiter. Herr Bauer, jetzt haben wir da schon viel angesprochen über dieses Verhältnis von Romantik und Aufklärung und über die Bedeutung der Vernunft. Sie als Mediziner und als Naturwissenschaftler, Sie müssen, so stelle ich mir das als Geisteswissenschaftler zumindest vor, mit Hard Facts umgehen. Ja, so. Und Sie sind jetzt in Ihrem Alltag als Mediziner natürlich auch mit naturwissenschaftlichen Ergebnissen konfrontiert und müssen das wurde mir zumindest im Off erzählt, auch manchmal Stellung nehmen, auch zu politischen Entscheidungen. Und da erzählen wir jetzt sicher nichts Neues. Wir hatten den Eindruck, wir würden heute in einer Zeit leben, wo doch die Skepsis an naturwissenschaftlichen Erkenntnissen oder das, was die Medizin sagt, wo man damit immer mehr konfrontiert ist. So Stichwort, ja, das kann ja aber auch anders sein oder Wissenschaft ist ein dynamischer Prozess. Es gibt unter 100 Klimaforschern auch noch einen, der es anders sieht. Wie sind Sie jetzt in Ihrem Alltag mit so einer Skepsis gegenüber der, ich sage das in Anführungszeichen, Vernunft konfrontiert, insbesondere im Gesundheitswesen und in der Infektionsforschung? Ja, das kann sehr konkret werden. Also ich kann das ja mal sagen, als vor 5 Jahren wir ein Jahr gehabt haben, in dem wir wenig anderes gemacht haben, als uns mit Infektionen zu beschäftigen und dann halt am Horizont die mRNA-basierte Impfung stand als wirklich prototypische naturwissenschaftliche Errungenschaft, ganz neue
Möglichkeiten. Und ich dann gefragt wurde, auch das zu erläutern, für die Impfung Werbung zu machen, weil wir ja nicht mehr wussten, wohin mit den Patienten mit Covid-19 induziertem Lungenversagen. Und man dann plötzlich, weil man über die Impfung aufklärt, Morddrohungen kriegt, in den Briefkasten am Haus eingeworfen, nicht mit der Post geschickt. Die Kriminalpolizei kommt und nimmt Spuren, Fingerabdrücke am Briefkasten. Dann wird das ganz konkret, dass es nicht jeder als den richtigen Weg sieht, sich mit naturwissenschaftlichen Methoden dem Problemfeld zu nähern. Und Kai Totsche, unser Hydrogeologe im Team, der heute zu Klima den Auftaktvortrag hatte, der kann dasselbe sicher berichten aus der Klimaforschung. Also man ist in dem guten Gefühl, dass wir einen Konsens haben, und das fällt mir immer so schwer. Ich dachte immer, das, was jetzt schon mal an Wissen da ist, da fällt man nicht mehr hinter zurück. Das ist, glaube ich, wenn man eine naturwissenschaftliche Sicht der Dinge hat, denkt man, es geht nur in einer Richtung, nämlich nach vorne. Und plötzlich werden ganz klare Grenzen einem aufgezeigt, dass dieses Modell der Sicht der Welt nicht von allen geteilt wird, sondern dass hier fundamentale Kritik dran geäußert wird, bis zu dem Punkt, dass man das als so bedrohlich offensichtlich empfindet, dass man auch denjenigen, der einem das näher bringen will, dann auch bedroht. Also das ist wirklich ganz konkret, wenn diese Kritik aufgebracht wird. Ich erinnere mich, als wir noch vor der Pandemie, so 2017, 2018 in der Universität mit Walter Rosenthal, dem damaligen Präsidenten, da saßen und er sich dafür stark gemacht hat, dass wir uns als Universität auch in Richtung Zivilgesellschaft engagieren sollen. March for Science war ein Stichwort in den USA, wo man versucht hat, diese aufkommen, und daher auch der zweite Teil unseres Titels, politische Strömung zu stoppen, indem man halt auch als Naturwissenschaftler in die Öffentlichkeit geht und für diese Gedankenmodelle dann auch wirbt, dass das mir sehr übertrieben erschien zu der Zeit, weil ich dachte, das kann nicht sein. Was wir mal einmal erreicht haben an Wissen und an Konsens, das kann man nicht zurückdrehen. Und jetzt erleben wir das ganz konkret an verschiedenen Beispielen. Klima und Impfung sind wirklich prototypische Beispiele. Und das geht offensichtlich auch zurück bis ins 19. Jahrhundert, dass die Impfung zwischen Preußen und Bayern ein Politikum war. In einem der Staaten wurde geimpft, im anderen nicht. Und obwohl Tausende, Zehntausende Kinder mehr gestorben sind, die nicht geimpft waren gegen die Pocken, hat es eine ganze Weile gedauert. Also das ist offensichtlich was sehr tief Verwurzeltes, das bis in diese Zeit der Frühromantik auch zurückreicht und bis heute sich durchzieht und über Ängste und Gefühle und nicht über Rationalität oder naturwissenschaftliche Forschung anzugehen ist. Jetzt habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, auch um nochmal an die Corona-Pandemie anzuknüpfen. Also ich habe mich doch tatsächlich einfach impfen lassen. So, Ich auch. Erzählte das, jetzt wollte ich gerade sagen, abends in der Kneipe, aber das ging ja gar nicht, erzählte das einer guten Freundin und die war total entsetzt und so, wieso hast du das machen lassen? Da habe ich gesagt, na ja gut, weil es mir mein Arzt gesagt hat. Das ist jetzt natürlich einigermaßen unmündig. Ja, so, weil wenn ich jetzt meinem Arzt nicht vertraue, dann muss ich mich ja nicht impfen lassen. Und Sie haben es aber jetzt eigentlich schon ein wenig angesprochen. Sie haben gesagt, wir sind jetzt in der Situation, wo wir aufgrund von politischen Akteuren, wie auch immer, als Wissenschaftler viel mehr in die Kommunikation gehen müssen. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, wie sich das für Sie eigentlich gestaltet. Also Sie sind Naturwissenschaftler, Sie sind Mediziner und jetzt sagt jemand, ja, gehen Sie damit mal in die Kommunikation. Wie sehen Sie das? Lässt sich das überhaupt realisieren? Kann man dagegen gegen die Skepsis vorgehen? Ich habe das große Glück, da kann ich an meine Frau verweisen, die ist Kommunikationswissenschaftlerin und schult mich. Es ist tatsächlich offensichtlich so, dass ich glaube, das haben wir ganz schön von Ihnen schon gehört, dass dieser Konsens nicht so breit ist, wie wir ihn in der Naturwissenschaft immer uns vorstellen. Also wir sind davon überzeugt, dass wenn der Motor funktioniert oder ein Flugzeug abhebt, das sind klare Hinweise, dass wir die besseren Modelle haben, aber das geht
ganz offensichtlich nicht allen so im Raum. Und es ist ganz schwer, oft dann eine Basis zu finden. Und ich glaube, die Medizin ist ein gutes Beispiel. Das zieht sich bei uns sozusagen bis in die Fachgesellschaften. Es gibt durchaus Mediziner, die nicht naturwissenschaftlich denken. Es gibt Fachärzte für Homöopathie, da schüttelt es mich. Also es ist ganz offensichtlich so, dass ein Konsens, dass die Methode oder die Denkweise, wie in der Naturwissenschaft gedacht wird, nicht so allgemein akzeptiert ist, wie wir das als aufgeklärte Menschen glauben wollen. Da ist der Begriff wieder der Aufklärung. Also es ist ganz offensichtlich wichtig, auch dieses Grundthema anzugehen, wie weit kann man denn das als gemeinsam akzeptiertes Phänomen oder Ansatzmodell hier voraussetzen, oder muss man tatsächlich weiter zurückgehen und muss akzeptieren, dass selbst so fundamentale Prinzipien nicht von allen geteilt werden. Und ich glaube, das ist in dem Kontext der Überflutung mit Informationen in den Medien und mit der menschlich insgesamt begrenzten Wahrnehmungsfähigkeit erklärt, dass dann plötzlich dann auch Regressionen und Zurückziehen hinter Denkmodelle, die einem die Welt irgendwie plausibler erscheinen lassen, dann nur zu erklären ist. Das ist für einen Naturwissenschaftler schwer nachzuvollziehen, aber es ist ganz offensichtlich so, dass wir nicht davon ausgehen können, dass das, was einmal erreicht ist, nicht mehr zurückgedreht werden kann. Jetzt gibt es natürlich auch Erkenntnisse der Wissenschaft, die werden, ich glaube, es gibt auch ein paar, aber von wenigen in Frage gestellt, zum Beispiel, dass die Erde keine Scheibe ist oder irgendwie solche Dinge. Nein. Jetzt war aber, um mal bei diesem Beispiel zu bleiben, bei der Corona-Pandemie ja auch nicht nur sozusagen die Stimmung in der Gesellschaft so gespalten, weil es Leute gab, die naturwissenschaftliche Erkenntnisse in Frage gestellt haben, sondern weil natürlich Politik auch auf naturwissenschaftliche Erkenntnisse reagieren muss, und daran, an diesen politischen Entscheidungen, kann sich ja dann auch der Widerstand oder die Skepsis entzünden, oder politische Entscheidungen, wie zum Beispiel eine im Raum stehende Impfpflicht, kann eine Skepsis an naturwissenschaftlichen Erkenntnissen befeuern, obwohl es um die eigentlich gar nicht geht. So, und jetzt haben wir einen Politiker im Raume, und zwar Herrn Ilkmann. Und Herr Ilkmann, die Perspektive von Herrn Bauer war jetzt eine naturwissenschaftliche. Sie sind vielleicht auch im Gesundheitsministerium auch mit Wissenschaftsskepsis konfrontiert, aber eben aus einer ganz anderen Perspektive, nämlich der des Politikers. Wie würden Sie als Politiker auf Wissenschaftsskepsis blicken, und wie würden Sie sagen, sollte auch politische Verantwortungsträger jetzt hier auf Landesebene, also im Ministerium, auf Wissenschaftsskepsis bzw. auf Wissenschaftskommunikation reagieren? Ich fange mal mit dem Kommunikationsteil an, weil ich muss erstmal damit aufräumen, ich bin kein Politiker. Also Abteilungsleiter sind die letzte Ebene der Fachbeamten. Das heißt, es tut mir fürchterlich leid, Sie müssen mit einem Leiter oder leitenden Beamten aus dem Ministerium Dann sprechen Sie als Beamter. Aber wir sind ja, oder mein Job ist ja gewählte, also von Ihnen gewählte Vertreter des Volkes, die dann in Regierungsverantwortung kommen, bestmöglich beim Regieren zu unterstützen. So. Und dadurch ich bin jetzt seit 10 Jahren Abteilungsleiter in Thüringen. Ich war sehr lange im Wirtschafts- und Digitalministerium, bin jetzt erst zum 1.10. in den Gesundheitsbereich gewechselt. Beamte müssen ja regelmäßig versetzt werden, schon aus Korruptionsgesichtspunkten. Und ich kann Ihnen mal 2, 3 Dinge sagen, weil ich glaube, das ist wichtig, und wenn wir gerade interdisziplinär diskutieren, ich bin Historiker und vor allen Dingen Volkswirt, und ich glaube, so 2, 3 Dinge sollte man sich sehr stark bewusst machen. Also erstmal die Debatte um Wissenschaft, wenn sich die ganze Diskussion um Klima und Klimawissenschaft angucken, da geht es nicht um grundsätzliche Wissenschaftsskepsis, die es übrigens immer gegeben haben. Also schauen Sie sich die Debatte an, Frauen dürfen nicht in Dampflokomotiven fahren, weil das würde sie schwachsinnig machen. Also diese Fortschrittsskepsis, die gibt's, glaube ich, seit den Römern. Ja? Also die ist uralt und die war schon immer da. Weil immer, wenn sie wissenschaftliche neue Erkenntnisse haben, berühren sie wirtschaftliche oder gesellschaftliche Interessen von Menschen. Also ich meine, die Klimawissenschaften wird deswegen auch so hart angegriffen, weil da geht es um Milliardengeschäfte, die eigentlich verboten werden müssten oder sterben müssten, weil die Wissenschaft es sagt. Und ich wette, 90%, die offiziell gegen die
Klimawissenschaft schießen, wenn sie mit denen 3 Bier trinken, sagen die, nee, das machen wir, weil wir unser Öl weiterverkaufen wollen. Und das muss man muss nach der interessengeleiteten, also wenn man nochmal trennt, wer bestimmte Diskurse befördert, weil er bestimmte Interessen an bestimmten Dingen hat, dann trennt sich die Spreu vom Weizen. Richtig ist aber auch, das haben wir in Corona gelernt, das gab es aber schon immer, sie haben überraschend viele Menschen, die mit Naturwissenschaften wenig anfangen können. Und Surprise, das zieht sich tief bis ins akademische Milieus rein. Ne? Also tatsächlich ist es oft so, dass eher weniger gebildete Bevölkerungsschichten ein größeres Vertrauen in Experten haben als, also sie glauben gar nicht, wie viele Geisteswissenschaftler ernsthaft vom 3. Bier erklären, dass sie es eigentlich besser wissen als ihr Arzt, weil sie es gegoogelt haben. Finde ich immer total faszinierend. Aber muss man zur Kenntnis nehmen. Und ich finde, in Corona ist eigentlich etwas, was es vorher schon gab, ist halt deutlich geworden, dass es halt sehr präsent ist. So. Und ich sie auch stark artikulieren kann, weil es auch um Interessen geht. Und last but not least, das muss man auch sagen, Wissenschaft, Naturwissenschaft hat auch eine Legitimationskrise, wenn Sie sich das angucken, was gerade passiert. In vielen Bereichen der Wissenschaft, gerade mit dem Fortschritt statistischer Methoden. Wir können jetzt Dinge vorhersagen, also wir können relativ genau sagen, was, wie, wann passieren wird. In der Volkswirtschaftslehre machen wir das schon lange, aber wir können es gar nicht erklären. Das heißt, wir Menschen sind, das gibt es eine lange Literatur in der Volkswirtschaftslehre auch, wir Menschen wollen immer Kausalitäten haben. Menschen kommen per se immer schlecht mit Stochastik zurecht. Das heißt, wenn Sie beispielsweise, also Regenzeiten, wenn Sie das nicht erklären können, machen Sie Regentänze, weil Sie diese Kausalität brauchen. Die haben gut getanzt, also hat es geregnet. Und wenn es nicht geregnet hat, haben Sie schlecht getanzt. Akzeptieren, dass es ein stochastischer Prozess ist, wann es regnet, fällt uns schwer. Und wir kommen ja in eine Welt, wo KI so funktioniert, dass diese neuen Modelle, also das sind ja Sprachmodelle, die haben ja eigentlich gar nichts damit zu tun, dass sie rational Dinge erklären können, dass sie uns aber Dinge ausspucken, die richtig sind oder uns helfen, aber wir gar nicht erklären können, wie sie da hingekommen sind. Oder wenn Sie in die Ingenieursforschung gehen, ich war mal in Ilmenau noch, also ich war auch für die Industriepolitik zuständig, der Professor Bergmann hat mir was gezeigt und die haben festgestellt, man kann, also sehr thüringisches, man kann Metall schneiden und wenn Sie das schneiden mit einem Laser, dann haben Sie Spritzflecken. Und wenn Sie aber 2 Laser übereinander legen mit unterschiedlichen Frequenzen, haben Sie deutlich weniger spritzendes Metall, was die Schnittkanten deutlich sauberer macht. Total super. Und das hatten die im Experiment sicher bewiesen. Da habe ich gesagt, das ist ja toll. Und warum ist das so? Und da guckt er mich an und sagt, das ist ja das Tolle. Jetzt haben wir 10 Jahre Zeit dazu zu publizieren, warum das so ist, weil das wissen wir nicht. Ja, aber wenn Sie an dem Punkt der Wissenschaft da sind, wo Sie quasi durch Statistik und Experimente Dinge vorhersagen können, aber gar nicht erklären, dann wird es für Menschen noch schwerer, als es ohnehin ist, Wissenschaft zu akzeptieren. Und last but not least, wenn Sie das zusammenwerfen, also die interessengeleitete Argumentation, Leute, und das ist auch volkswirtschaftlich beschrieben, die meisten Menschen, gerade in alternden Bevölkerungen, muss man ja auch ehrlich sein, der Gegenwartskonsum ist viel höher. Wenn Sie also ist auch empirisch nachgewiesen, wenn Sie 50, 60 im Durchschnitt sind, haben Sie viel weniger Interesse an dem Bau neuer Infrastruktur, weil Sie Sie haben halt weniger Nutzen davon, aber jetzt den Schaden, weil das Ding Ihnen vor die Nase gesetzt wird. Und wenn Sie das alles zusammenwerfen, kommen wir in so eine Welt rein, wo, wenn Sie Verwaltung machen und mit Menschen reden, Sie teilweise wirklich also ich sage das jetzt mal überspitzt, das ist auch meine persönliche Wahrnehmung, nicht notwendigerweise die der Landesregierung, Sie kriegen wirklich absurde Gegenargumentationen vorgehalten. Und Sie wissen eigentlich nie, glaubt er das wirklich? Nutzt er das interessengeleitet? Also gucken Sie sich das deutsche Umwelt- und Naturrecht an. Das wird, sind so oft, wenn da geklagt wird, einfach private Interessen der Nutzung dahinter. Und Sie versuchen in der Verwaltung damit umzugehen und Sie wissen halt nie, muss ich den jetzt aufklären? Also habe ich eine Chance, Überzeugungsarbeit zu leisten? Oder kann ich dem sonst was erzählen und eigentlich will der 10.000 € haben, damit er dem zustimmt, dass da jetzt irgendwas gebaut wird? Und das ist wahnsinnig schwierig. Einen Weg daraus habe ich ehrlich gesagt jetzt, wenn ich die Silberkugel hätte, wäre mein Leben deutlich leichter. Ich glaube aber, zur Wahrheit gehört auch, dass wir uns nicht beirren lassen dürfen, dass am Ende des Tages man über wissenschaftliche Erkenntnis vortrefflich streiten kann. Und es ist auch keine wissenschaftliche Erkenntnis ist ja nie eine Wahrheit, sondern es ist der beste Schätzer über die Zukunft, den wir gerade haben. Und wir können auch falsch liegen.
Aber wir müssen uns eigentlich, und das ist ja auch der Vorteil von Kant und warum auch die Aufklärung für uns so wichtig ist, wir müssen uns darauf besinnen, dass diese Objektivität, also intersubjektive Nachvollziehbarkeit, dass das ein Wert ist, was uns und unseren Staat und unseren Rechtsstaat, das geht ja bis ins Rechtsstaatsprinzip rein, diese Idee, dass das ist, was uns von Barbaren unterscheidet. Da ist jetzt das Stichwort Kant gefallen. Das ist natürlich gefährlich, weil dann nehme ich den Ball sofort auf und spiele ihn zu Herrn Hühn. Ja. Sehr gut. Herr Hühn, ich habe es bei dieser kurzen Einrahmung schon angeteasert, dieses berühmte Kant-Zitat auf die Frage, was ist Aufklärung? Ich lese es noch mal kurz vor und hätte dann mit Blick auf dieses Zitat eine Frage an Sie. Also Kant definiert Aufklärung als: Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines eigenen Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Und jetzt die Frage an Sie: Kann man es sich so leicht machen und sagen, dass man schon nach den Idealen der Aufklärung lebt, wenn man nach bestem Wissen und Gewissen behauptet, man würde sich seines eigenen Verstandes bedienen? Ich möchte kurz ein bisschen ausholen, um Kant nochmal vielleicht ein bisschen so transparent zu machen oder so. Da gibt es eine Unmündigkeit. Die Unmündigkeit liegt aber nicht daran, in einer Schwäche des Verstandes begründet, sondern in einer Schwäche der Ausübung des Verstandes. Wir schieben so gerne sozusagen unsere Vormundschaft auch an andere und lassen andere für uns denken. Jetzt ist das zentrale Ereignis, sozusagen wie Kant das perspektiviert, ist die Selbstbefreiung zum Selbstdenken. Das ist der Kern der Aufklärung, Idee, die Kant hat. Und da geht es erstmal um uns selbst als Individuen. Da müssen wir auch mutig sein. Das ist auch ein Akt des Mutes und dann ist es auch anstrengend. Ja, es ist anstrengend auch sozusagen selbst zu denken und das Denken nicht an andere abzugeben. Schiller übersetzt diese herrliche Partie so: Erkühne dich, weise zu sein. Das heißt, die brauchen auch Mut und Kühnheit und das Weise bedeutet auch noch, dass es nicht nur um sozusagen Intellektuelles geht, sondern auch noch um die Gestaltung des ganzen Lebens, die dann daran hängt, ne, um die Selbstbestimmung auch des ganzen Lebens. Und dann geht es, also das ist der Akt, die Selbstbefreiung zum Selbstdenken, dann geht es darum, ob ein Publikum aufgeklärt werden kann. Da sind da vielleicht hier so einige, die da auch wirken können. Ne? Und dann geht es darum, ob eine Nation aufgeklärt werden kann. Und dann gibt es was ganz besonders Anstrengendes, die Aufklärung des Zeitalters, in dem wir leben. Das ist jetzt eine umfassende Aufgabe, ne? Und auch wirklich beschwerlich und das dauert lange. Und da müssen wir vielleicht lange dran arbeiten und müssen immer wieder sozusagen auch das erneuern. Jetzt komme ich zu Ihrer Frage auch vor diesem Hintergrund. Also das führt überhaupt nicht zur Wissenschaftsskepsis. Also Kant denkt sozusagen, wir haben den Prüfstein der Wahrheit in uns selbst. Der Prüfstein wird gebraucht, wenn Sie Legierungen von Gold oder von Silber, wenn Sie auf ihre Reinheit prüfen. Wir haben den Prüfstein sozusagen der Wahrheit in uns selbst, den müssen wir finden. Und dieser Prüfstein, dieser Prüfinstanz muss sich auch nach Kant auch Religion und Gesetzgebung unterwerfen. Und dieser Prüfstein ist aber auch die Verallgemeinerung. Wenn Sie eine Meinung haben, ist die Frage, ist diese Meinung verallgemeinerungsfähig? Und das wissenschaftliche Wissen, was wir anstreben, ist ein Wissen, was durch diese Prüfung gegangen ist. Es hat seine Verallgemeinerungsfähigkeit, also in großen Bereichen des Wissens hat es diese bewiesen. Deswegen ist es ein wissenschaftliches Wissen und keine Meinung. Also ganz im Gegenteil. Also der kantische Imperativ, aber Kant setzt erstmal auf das formale Prinzip. Da haben Sie vollkommen recht, das ist das formale Prinzip der Aufklärung. Er gibt keine materialen Prinzipien. Aber aus den formalen Prinzipien ist überhaupt nicht die Folge der Wissenschaftsskepsis, sondern die Zuwendung zur wissenschaftlichen Argumentation und Begründung. Also Herr Hühn hat jetzt quasi auf die Frage geantwortet, ob
der Mut, sich seines eigenen Verstandes bedient, zur Wissenschaftsskepsis führt? Die Frage steht zwar auf meinem Zettel, aber ich hatte sie doch gar nicht gestellt. Aber Sie haben sie quasi schon beantwortet und die müsste eigentlich auch Herrn Bauer in seinem Alltag sehr, sehr interessieren. Denn wenn jetzt ein Patient zu Ihnen kommt und sagt, ich möchte mich nicht impfen lassen, der kann ja gar nicht die Informationen für die Bewertung dieser Frage einholen. Er holt sie sich vielleicht im Internet und nach bestem Wissen und Gewissen und ist dann verunsichert. Das kann man ihm aber auch nicht vorwerfen. Das kann mir ja auch ganz schnell mal so gehen. Und wo sehen Sie jetzt als Mediziner, als Naturwissenschaftler eigentlich Ihre Verantwortung, diesen Zweifel oder diese auch ernst gemeinte Angst aus dem Weg zu räumen? Das ist eine $60.000-Frage. Also ich glaube, das Prinzip muss sein, und da kommen wir dann wieder hier zu Kant dann zurück, dass man den mündigen Bürger ertüchtigen muss, sich selbst zu entscheiden. Also ich kann ihm das nicht vorsetzen und kann sagen, das musst du verstehen, ist doch ganz klar, sondern ich muss ihn aufklären und muss ihm dann die Entscheidung überlassen. Ich glaube, da kommen wir alle nicht drum rum und wir haben das auch erlebt. Wir hatten, das ist ja sehr hart kritisiert worden, dieser Begriff, die Pandemie der Ungeimpften, aber das war so auf der Intensivstation. Die erste Welle, da hatten wir sehr viele schicksalshafte Verläufe, aber als die Impfung generell verfügbar war und die Daten hatten wir und die Daten können wir dann auch transparent machen, waren die schweren Verläufe bei Patienten, die nicht geimpft waren. Und wenn ich das weiß und nehme das für mich in Kauf und sage, das ist meine Entscheidung, ich habe so große Zweifel oder ich lehne es ab, mit dem Wissen, und mehr kann ich nicht machen, sonst kommen wir halt in den Bereich, dass man auch droht oder bedroht. Ich kann nur sagen, so sind die Daten, entscheide nach bestem Wissen und Gewissen. Ich glaube, da kommt tatsächlich dann auch das, was hier gerade schon angeklungen ist, dann in die praktische Anwendung. Wir können nur die Augen öffnen, wir können die Daten nachvollziehbar für jeden machen und dann ist die Entscheidung beim Individuum. Und ich glaube, das ist auch eine Take-Home-Message aus der Frühromantik, wie ich es verstehe, dass ich in der Lage sein muss, für sich zu entscheiden. Und wir können mit der Naturwissenschaft und mit unseren Denkmodellen und die Datenbasis, das akzeptiert die Mehrheit der Bevölkerung, wenn die Statistik sagt, einer von 100 oder 4 von 12, dann hat man schon ein Gefühl und dann kann man immer noch sich dagegen entscheiden, aber dann ist es seine eigene freie Entscheidung und das müssen wir dann akzeptieren. Und da muss man dann auch die nötige Gelassenheit haben. Nur was halt problematisch ist, ist, dass in beiden Richtungen so missionarisch aufgetreten wird. Man muss es dann akzeptieren. Die Daten sind auf dem Tisch, mach was draus. Der Prüfstein wird sozusagen immer noch jeweils der Einzelne sein, der für sich entscheiden muss. Und diese paternalistischen Konzepte, wie wir sie früher auch propagiert haben, gerade auch in der Aufklärung in der Medizin, die sind heute nicht mehr mehrheitsfähig und das ist eine gute Entwicklung. Aber dann darf auch keiner sich beschweren, dann muss man auch die Konsequenzen seines Handelns dann für sich tragen. Da bin ich dann auch emotionslos, dann ist es halt so. Aber ich glaube, das muss halt auch gesellschaftlicher Konsens sein. Die Naturwissenschaft liefert Modelle, liefert Daten, die Entscheidung trifft der Einzelne in diesem Fall dann für sich selbst. Grundsätzlich bin ich bei Ihnen, dass es auch ein Recht auf Unvernunft gibt. Ja, also das gehört zu einem freiheitlichen Staat dazu. Das Problem aus dem konkreten Regierungshandeln, wenn Sie so wie ich da sitzen und wir in Verwaltung, wir machen ja keine Gesetze, wir machen keine Bürokratie, die werden alle im Parlament von den von Ihnen gewählten Vertretern beschlossen, ich sage das nur mal. Nee, wir werden ja mal angeguckt, wir sind für Bürokratie zuständig. Nee, wir kriegen sie genauso durch Gesetze vorgesetzt wie Sie. Aber da wollte ich gar nicht hinaus. Das faktische Problem ist, es gibt sehr wenig Unvernunft ohne externe Effekte auf andere.
Und die Probleme, also wenn wir Sachverhalte haben, wo jeder erwachsene Mensch entscheiden kann, ob er was Blödes tut oder nicht und er schadet nur nicht selbst, dann sage ich, wunderbar, das kann der Staat aufklären, aber am Ende ist eine freiheitliche Entscheidung. Die politischen Diskussionen fangen doch immer dann an, wenn wir merken, dass bestimmte Entscheidungen Auswirkungen auf Dritte haben. Also beispielsweise Impfpflicht sind ja wegen der externen Effekte auf Dritte, ja, zum Beispiel vulnerable Gruppen, Menschen, die nicht geimpft werden können. Deswegen wollen wir Impfpflichten. Ja? Oder ich formuliere es mal neutraler, deswegen können die sehr, sehr sinnvoll sein. Es geht weiter mit so grundlegenden Sachen, also bestes Beispiel Rauchen im Auto, ja? Also, oder Autobahnlimits. Wenn Sie sich Deutschland angucken, das ist so also wirklich Autos und der Deutsche ist mein Lieblingsthema. Schauen Sie sich mal die Dokumentation an. Ich glaube, Anfang der 80er wurde ja der Gurt verpflichtend. Wenn Sie sich im westdeutschen Fernsehen sich angucken, was damals so ausgestrahlt wurde, das war ja das Ende des freien Menschen. Ne? Und heute sind wir uns alle einig, dass das eine der klügsten Erfindungen aller Zeiten waren. Auch mit Auswirkungen auf Kinder, die beispielsweise noch nicht entscheiden können und. Und dieses faktische Problem, dass die Freiheit zur Unvernunft in den meisten Fällen andere betrifft und man deswegen das als Staat nicht immer so zulassen kann, das kriegen wir so nicht aufgelöst mit guck dir die Daten an und entscheide für dich selber. Und Klimaschutz ist das nächste, also das zieht sich eigentlich durch alle Regelungsbereiche. Und ich glaube tatsächlich, dass die Debatten, die wir jetzt gerade führen in dieser neuen Medienwelt, es ist ja viel leichter für Partikularinteressen, sich zu organisieren. Und zwar auch durch die neuen technologischen Möglichkeiten. Wenn Sie früher eine Gruppe, eine Interessensgruppe, die gegen irgendwas war, organisieren wollten, war das extrem aufwendig. Alleine wenn Sie sich zum Stammtisch treffen wollten. Heute gründen Sie im sozialen Netzwerk eine Gruppe und haben sofort Reichweite bis nach Amerika. Also und darüber hinaus. Also, und das führt auch zu diesem Ausfragmentieren und dieser stärkeren Betonung von Partikularinteressen und deren Diskursen, die aber letztlich immer dazu dienen, Interessen durchzusetzen. Und wenn Sie regieren und sagen, naja, es gibt sowas wie das Allgemeinwohl, was eine ganz, ganz, ganz alte Idee ist. Und auch wenn Sie die Debatte sich übrigens anfangen, auch die wir kulturell gerade führen, zum Beispiel, eigentlich dürfen nur noch Betroffene über bestimmte Sachverhalte mitbestimmen, weil sie auch nur authentisch sich dazu äußern können. Unsere Republik ist darauf aufgebaut, dass jeder Bürger, jede Bürgerin zu jedem Sachverhalt, sei sie betroffen oder sei er es nicht, eine aufgeklärte, das ist tatsächlich auch, das kommt ja daher, sich eine Meinung dazu bilden kann und in freien und geheimen Wahlen darauf Einfluss nehmen kann. Und diese ganze Grundidee, die steht im Moment in Frage. Das heißt, das, was ja die Aufklärung eigentlich bewirkt hat, diese ganze Idee von wem wir haben, auch niemand darf weggesperrt werden ohne eine sehr objektive Form der Sachverhaltsermittlung und dann der Bestrafung anhand objektiver Normen. Das Ganze wird im Moment, kommt sehr, sehr stark unter Druck. Und nochmal, ich glaube, es liegt daran, Freiheit zur Unvernunft können wir nicht gewähren, weil meistens betrifft das Dritte. Und eigentlich verhandeln wir die ganze Zeit Interessen aus und wir leben in einer Welt, wo sich die Partikularinteressen stark organisieren. Und wenn Sie sich überlegen, ich sage das mal ganz deutlich, was wir im Moment wirtschaftspolitisch sehen, die Konzentration von Vermögen, Entschuldigung, jetzt kommt der Volkswirt in mir raus, dass Einzelne mittlerweile so reich sind, dass sie ins All fliegen können oder ganze Regierungen kontrollieren. Wenn Sie das den Vätern der sozialen Marktwirtschaft, also einem, was ich Müller-Amark oder einem Walter Eucken gesagt hat, der ja aus Jena kommt, wundert mich immer, dass das wird gar nicht rezipiert, dass der Vater der sozialen Marktwirtschaft Jenenser ist, dann würden die sich im Grabe umdrehen und auch gerade die befeuern solche Diskurse massiv. Und da sieht man, dass das alles noch viel, viel schwieriger ist als eine einfache Frage Vernunft, Unvernunft, wir besinnen uns auf Kant und kommen zu einer Lösung. Nee, ich glaube, es geht um harte Interessen und wir kämpfen eigentlich um die Zukunft des liberalen Rechtsstaats im 21. Jahrhundert. Liebe Andrea Wulff, du sitzt jetzt da so am Rande und hast vielleicht so ein bisschen befürchtet, Gott, was habe ich mit meinem Buch ausgelöst? Ja, all diese Positionen und Debatten, die sich da anknüpfen. Aber du als Schriftstellerin, du schreibst ja auch nicht ganz so schnell wie der Schelling, aber du hast mir vorhin gesagt, dein neues Buch ist jetzt fast in der Druckerpresse und das wurde dann auch gleich begonnen nach den fabelhaften Rebellen. Du schreibst also viel und immer wieder. Du als Schriftstellerin,
welche Position nimmst du da eigentlich ein mit Blick, also deine Rebellen beginnen ja eigentlich sehr autobiografisch im Prolog, was du erlebt hast und du führst dann zu dieser Ich-Bezogenheit der heutigen Tage. Möchtest du mit deinen Büchern quasi auch, ich will jetzt nicht Sendungsbewusstsein sagen, aber möchtest du damit auch in die Gesellschaft wirken? Geht es dir darum, diese Zeiten der Kulturgeschichte aufzuschließen, um daraus für heute etwas zu lernen? Oder spielt das eigentlich gar keine Rolle? Also ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Also ich interessiere mich nicht für Geschichte, nur weil irgendwas in der Vergangenheit passiert ist. Und es gibt einen Grund, warum ich immer wieder aufs 18. Jahrhundert, also fast alle meine Bücher spielen im 18. Jahrhundert, weil ich glaube, dass das, was im 18. Jahrhundert passiert ist, den modernen Menschen, so wie wir heute sind, ganz, ganz stark gemacht hat. Also um uns heute zu verstehen, müssen wir das 18. Jahrhundert verstehen. Ohne das 18. Jahrhundert wären wir nicht da, wo wir sind. Ich wollte auch noch mal einmal zur Verteidigung der Romantiker kommen, weil Fichte zum Beispiel, der große Philosoph der Ich-Philosophie, hat nicht gesagt, es geht nur um uns, sondern es ging von Anfang an um diese Gratwanderung zwischen den atemberaubenden Möglichkeiten des selbstbestimmten Ichs, des freien Willens und den Fallstricken des Egoismus. Und Fichte hat immer wieder gesagt, die Freiheit kommt immer mit seinem Zwilling, der moralischen Pflicht. Wir können nur so weit frei sein, wie es die Freiheit und der Nächsten um uns herum einschränkt. Und genau das ist es. Das ist dieses, wenn ich mich entscheide, für irgendetwas hat meine Entscheidung eine Auswirkung auf die Menschen um mich herum. Also das ist dieses, was ich am Anfang auch gesagt habe, die Frage, wer bin ich als Individuum und wer bin ich als Mitglied einer Gesellschaft? Weil die meisten von uns nicht alleine in einer Höhle leben, sondern weil wir Teil einer Gemeinschaft sind. Ja. Also ich bedanke mich erstmal, dass Sie das jetzt auch betont haben und zu den beiden Wortmeldungen jetzt möchte ich was sagen. Diesmal aus Hegelscher Perspektive. Also Hegel verfolgt ja die Entstehung der Subjektivität, vor allem auch in den Vorlesungen zur Ästhetik und vielleicht auch nirgends so deutlich wie dort, von der Antike bis in die Gegenwart. Da bildet sich eine bestimmte Form der Subjektivität heraus und das ist eigentlich ein Emanzipationsprozess. Der kommt aber jetzt auf eine Spitze sozusagen. Bei der Spitze ist jetzt das Problem, dass es Subjekte gibt, die sich nicht mehr mit dem um sie herum vermitteln, die in dieser Bewegung, in dieser Emanzipationsbewegung jetzt in eine partikuläre Subjektivität sozusagen sich stationieren. Das ist eine Gefahr der Moderne. Hegel entwickelt das in den Grundlinien zur Philosophie des Rechts. Da haben wir das Problem zwischen der Egoität, Subjekte, die nur noch ihrer eigenen Egoität folgen, und dieser Verpflichtung. Sie haben das in Ihrem Buch immer wieder gezeigt, wie diese Entstehung der Selbstbestimmung, auch über die Natur und andere Dinge, wie die sich verknüpft mit dem Gemeinwohl. Aber das Problem sozusagen ist auch ein Problem, was Hegel eben da gesehen hat. Und das macht für Hegel die Ambivalenz der Moderne aus und auch die Ambivalenz der Zeit, in der wir heute uns befinden. Mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, wir haben jetzt den Mut, unsere eigene Frage zu stellen, ja, frei nach Kant. Und ich kriege die jetzt geflüstert oder so, gell? Also hier wurde viel gewotet für die Frage, die ich jetzt frei jemanden stellen darf, oder? Genau. Als ganze Podium. Wer zuerst das Mikro hat, Herr Hühn. Also die Frage lautet, ist Trumps Politik eine gefährliche Übersteigerung des... kann ich das nehmen? Also nochmal. Ist Trumps Politik eine gefährliche Übersteigerung des Ich-Prinzips, das die Frühromantiker einst positiv gemeint haben? Also zu Deutsch versteht Trump die Romantiker falsch. Also das ist eher nicht meins. Wer möchte antworten? Also das kann ich eigentlich nur ein bisschen wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Also ich meine, ich weiß nicht, was in Trumps Gehirn funktioniert oder wie das funktioniert, aber die Ich-Bezogenheit, die wir heute sehen, also dieses um uns selber kreisen, es gibt die Me-Generation, Selbstentfaltung ist das große Mantra, das kann man natürlich sagen, das hat sich irgendwo
aus diesem befreiten Ich irgendwann entwickeln, aber das war nicht so geplant. Also die Frühromantiker haben das Ich befreit, um eine bessere Gesellschaft zu schaffen. Und was wir daraus machen, das ist dann die nächste Frage. Aber und was Kant daraus, ich weiß nicht, warum ich mal kann, was Trump daraus macht, das weiß ich nun überhaupt nicht. Da kann ich auch nichts darauf antworten. Ich bin ja Historikerin. Aber du, achso, wollen Sie dazu noch was sagen, oder? Also zu der Frage? Nee. Dann muss das Mikro nochmal Frau Wulff kriegen, weil ich wähle jetzt hier nicht aus. Ich nehme jetzt wirklich die am meisten mit einem Daumen geliked wurden, sonst hat das ja alles hier überhaupt gar keinen Sinn. Also, liebe Andrea, wie bist du auf das Thema des Jenaer Kreises überhaupt aufmerksam geworden? Das hat eigentlich eine ganz einfache Erklärung hier in Jena. Als ich hier in Jena die Humboldt-Recherche gemacht habe, in dem Humboldt-Buch gibt es ein Kapitel über Humboldt und Goethe hier in Jena. Und als ich hier Recherche gemacht habe, bin ich durch die Stadt gelaufen und habe die ganzen Namensschilder an den Häusern gesehen und konnte es nicht so ganz glauben, dass hier jeder von Novalis bis Hölderlin, Goethe, Schiller, alle irgendwie zur gleichen Zeit in diesem Ort waren. Und da habe ich dann angefangen zu recherchieren und dann ist es immer interessanter und interessanter geworden und irgendwann habe ich gedacht, da muss ich wohl doch mal darüber ein Buch schreiben. Weil, ich sag mal so, ich komme ja aus dem englischsprachigen Bereich und bei uns gibt es das Sachbuch nicht so richtig, wie es das hier gibt, sondern bei uns gibt es das Narrative Non-Fiction, also das erzählte Sachbuch. Und was mich interessiert, sind die Menschen, also nicht nur die Werke, also nicht nur das Werk Immanente, was ja die Germanisten sehr gerne tun. Und als ich angefangen habe, die Briefe des Jenaer Kreises zu lesen, habe ich gedacht, also so wurde mir das nicht in der Schule beigebracht. Und im Englischen nennen wir das so warts and all, also Warzen und alles. Es geht darum, den Menschen, so wie er ist, auch zu zeigen. Also Goethe auch als Vater zum Beispiel oder Schlittschuhlaufen und diese ganzen Dinge, wie die sich alle miteinander auch zerstritten haben. Also das ist ja nicht nur ein Buch über große Ideen, sondern auch über viele Skandale. Und das war mir ganz wichtig. Aber das Buch ist ja auch eigentlich klar, das Buch über Jena hat auch hier in Jena seine Geburtsstätte. So, die nächste Frage. Jetzt kommen einige Fragen, die haben jeweils 4 Daumen hoch bekommen. Also, ich nehme mal die pessimistischste. Sind Universitäten in der heutigen Zeit bedeutungslos geworden und liegt darin eventuell begründet, dass heute in der Politik häufig der kritische Diskurs fehlt, Herr Bauer und Herr Hühn? Also, kommen nochmal zurück auf unseren ehemaligen Präsidenten Walter Rosenthal. Ich glaube tatsächlich, dass wir ein bisschen überrannt worden sind in den Universitäten von dieser Entwicklung, weil die mit einer unglaublichen Bestimmtheit geäußert wird. Also deswegen auch der Bezug auf Trump. Es wird einfach behauptet und das ist auch überhaupt nicht ehrenrührig, eine Stellungnahme rauszugeben und zu sagen, so ist es und das ist meine Wahrheit. Und damit kommt die Universität, glaube ich, schlecht zurecht. Und dafür müssen wir auch Foren finden, wie wir halt diesen kritischen Umgang mit Daten und wie kommt man zu einer Erkenntnis, wie man dieses Modell, die Welt zu interpretieren, wieder hoffähig macht. Ich glaube, das ist das Kernproblem. Und da ist tatsächlich, das sage ich jetzt mal aus der naturwissenschaftlichen Sicht, Herr Hühn kann da sicher aus philosophischer Sicht ergänzen, das ist eine Verrohung des Diskurses, die umgekehrt werden muss, wenn wir aus dieser Problematik wieder rauskommen wollen. Also was mir mal auffällt, wenn man über kritischen Diskurs redet, also wenn man jetzt mal ganz allgemein geht, Politik wird viel kritischer und vielstimmiger begleitet, als es noch vor 20, 30 Jahren der Fall war. Es geht schon mit der Parteienlandschaft los, es geht mit der Art und Weise, wie kommuniziert werden, los. Es geht auch, also diese Beteiligungsprozesse die letzten Jahre, wenn Sie Gesetze machen wollen, mit wem Sie alle vorher reden. Also einer der Gründe, warum das manchmal länger dauert, weil Sie mit allen Beteiligten erstmal vorher ein Gespräch führen. Ja.
Und das ist, glaube ich, ganz im Gegenteil. Wir haben viel mehr Diskurse, wir diskutieren viel kontroverser. Die klassischen Gatekeeper in der Öffentlichkeit haben an Bedeutung verloren. Leider auch die Universitäten. Das ist nämlich ein Problem, weil dort oftmals Diskurse ja an bestimmte, also meiner Erinnerung nach, also bestimmte Meinungen auch geprüft wurden und dann mit einer gewissen Wertigkeit in öffentliche Diskussionen kommen. Aber das ist doch genau das Problem. Man braucht doch methodisch einen Konsens nochmal. Wie kommt man zu einer Erkenntnis? Nicht indem man es am lautesten formuliert, sondern indem man eine Analyse macht, systematisch mit einer Methodik, auf die sich alle verständigen, dass das ein Weg ist, wie man zur Erkenntnis kommt. Das ist doch der Sündenfall hier. Ja, aber dieser Sündenfall ist so alt wie die Menschheit. Also Archimedes hat sich auch nicht durchgesetzt, als die römischen Soldaten kamen, ne? Mit Störemeinkreisen nicht. Also das ist, dieser Widerspruch, der ist uralt. Und wir hatten den in dem liberalen Rechtsstaat, wie wir ihn mal hatten, deutlich besser nach dem Zweiten Weltkrieg in der langen Phase im Griff, als wir es jetzt haben. Und das ist, glaube ich, also im Ergebnis bin ich ja bei Ihnen. Das Problem ist, dass die klassischen Institutionen die Meinungen gewichten und auch die wichtig für eine öffentliche Auseinandersetzung sind, dass die an Bedeutung verloren haben oder einfach umgangen werden. Und damit müssen wir umgehen. Mit Blick auf die Uhr, damit hier möglichst viele Fragen drankommen, und das springt jetzt thematisch natürlich ein bisschen. Und bedauerlicherweise habe ich die Frage mit den 5 Daumen vergessen, Herr Hün, und die würde ich gerne Ihnen stellen. Inwieweit, wenn überhaupt, spielt Religion in den Ideen der Aufklärung und Romantik eine Rolle, damals und in der heutigen Situation? Also, ich sage noch ganz kurz was zu der Frage eben. Wir haben ja nicht so viele kritische Institutionen in der Gesellschaft. Also die Universität ist eine der wichtigsten kritischen Institutionen der Selbstverständigung der Gesellschaft. Wir müssen alles dafür tun, dass es auch so bleibt. Das, zur Religion, also was ich wichtig finde, also das glaube ich auch durch das Buch von Andrea Wulf auch deutlich geworden, dass es ein wissenschaftliches Wissen gibt und vielleicht auch ein künstlerisches Wissen. Und dass die Ideen um 1800 auch Wissenschaft und Kunst zusammengeführt haben. Und ich denke, in der Situation, in der wir heute sind, ist es auch wichtig zu gucken, welche Quellen des religiösen Wissens gibt es. Wir haben philosophisches Wissen, wissenschaftliches Wissen, künstlerisches Wissen, religiöses Wissen. Ich glaube, heute ist es notwendig, dass wir alle diese Quellen des Wissens anzapfen. Und da ist auch hat die Religion eine wichtige Bedeutung. Eine zur Hälfte sehr lustige Frage, zur anderen Hälfte sehr ernst. In welchem Wirtshaus kann ich heute mit Professoren diskutieren? Beziehungsweise gibt es ähnliche Formate in unserer Zeit, die einen zeitkritischen Diskurs ermöglichen? Herr Bauer, in welchem Wirtshaus kann man Sie antreffen? Aus dem Alter bin ich raus. Wir müssen das in Form von solchen Veranstaltungen machen. Ich glaube tatsächlich, dass, eben ist es ja schon angeklungen, die sozialen Medien das Wirtshaus heute möglicherweise sind. Und ich fand das also ganz erfrischend heute, dass wir es auch mal in einer Präsenzveranstaltung gemacht haben. Ich glaube, die Wirtshäuser, das ist tatsächlich rum. Liebe Andrea, eine Fantasiefrage. Die bezieht sich auf Jena, aber die können wir vielleicht auch auf London, das hört die Lichtstadt gern, übertragen. Heute ist die Stadt viel größer geworden. Welche Formate würden heute dem Schlegelkreis ähneln, um Austausch zwischen Experten und Interessenten zu ermöglichen? Also das ist ja eigentlich, gehört die Frage so ein bisschen dazu, was Herr Bauer gesagt hat. Das ist natürlich viel schwieriger auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite können wir natürlich durch die Globalisierung auch solche Dinge tun und nicht nur, wenn wir in einer Stadt zusammen sind. Wobei ich schon auch glaube, dass das in einem Raum Zusammensein, das analoge Zusammensein ganz wichtig ist. Es gibt natürlich solche Gelegenheiten. Also ich bin zum Beispiel einmal im Jahr für 1 bis 2 Monate in Santa Fe, New Mexico, im Santa Fe Institute for Complexity Science. Die haben mir dann Fellowship gegeben, weil die ganz gerne so ein paar Leute aus den Geisteswissenschaften auch wollen. Und die ganze Idee dieses Instituts ist es, dass alle Leute zusammenkommen, aber nicht da die ganze Zeit bleiben. Also da gibt es ganz wenig Leute, die da nur fest arbeiten. Die einzige Verpflichtung ist, dass man zum Lunch zusammenkommt, was nicht eine richtig schlimme Verpflichtung ist. Und da entstehen
ganz interessante Gespräche, weil man auf einmal neben einem Quantum Physicist sitzt oder neben jemandem Astrobiologist oder sowas. Und das sind schon Momente, wo ich immer wieder das Gefühl habe, wow, also weil ich mit jemandem am Tisch sitze, passieren Sachen, die wären nicht passiert, die hätte ich nicht über Social Medias unbedingt Media kennengelernt. Und ich glaube schon, dieses analoge im Raum Zusammensein ist ganz wichtig. Und das vergessen wir manchmal, aber ich glaube, die meisten Menschen haben auch doch ein Grundbedürfnis noch danach. Also es ist nicht, ich finde, wir reden immer sehr negativ über dieses, das passiert alles und das passiert das, aber im Endeffekt, die meisten von uns sind immer noch ganz gerne mit anderen Menschen auch zusammen. Und das ist natürlich in einer Stadt wie Jena wahrscheinlich einfacher, um das nochmal auf London zu bringen, als in einer Großstadt wie London. Im Guten wie im Schlechten. Ich stelle jetzt noch 2 Fragen und dann würde ich sagen, beenden wir das Podium, denn es gibt ja noch eine Kleinigkeit zu essen und Sie haben vielleicht mehr Freude daran, sich dann mit den Podiumsteilnehmern hier noch ein bisschen zu unterhalten. Und die Zeit schreitet ja auch fort. Noch eine Frage, die es ganz schön in sich hat, die würde ich dann auch gleich mal dem Herrn Ilkmann stellen. Inwiefern befördern Demokratien mit offenem Diskurs in Politik, Gesellschaft und Medien die Skepsis zu wissenschaftlichen Erkenntnissen gegenüber diktatorischen Gesellschaften? Vier Likes. Ich hoffe, ich verstehe die Frage richtig, weil die komplex ist. Aber diese keine Toleranz gegenüber den intoleranten Debatte, die ja, glaube ich, so ein bisschen mitschwingt. Wir haben eine freiheitliche Gesellschaft muss aushalten, dass es Menschen gibt, die sie blöd finden und das auch frei artikulieren. Es gab mal von der Bundeswehr einen wirklich, wirklich schönen Werbespruch, ich weiß nicht, ob man sich an den erinnern, wir beschützen auch deine Freiheit, uns blöde zu finden. Und das ist ja das, was unser Gesellschaftsverständnis ja im Kern ausmacht. Also wenn wir, und die Debatte haben wir übrigens gerade auch wenn man sich die Gesetzgebung ankommt, zu Hasskommentaren, Hetze im Netz, wie man damit umgeht, das ist für eine Gesellschaft, wo das Recht auf freie Meinungsäußerung etwas ist, was wir damals im 17. oder 18. Jahrhundert erstritten haben gegen die Tyrannen, das ist so schwierig, da das richtige Maß zu finden. Also was ist staatsfeindlich und was ist noch legitime Kritik? Also darf man für die Wiedererrichtung der Monarchie in Deutschland sein? Ich glaube ja. Also ist nicht meine Meinung. Darf man Menschen herabwürdigen und sagen, das ist nicht lebenswert, weil die sind so und so? Das ist das wäre bei mir schon zu viel. So. Aber die Grenzen sind halt in der Realität, gerade wenn man sich das sozialen Medien anguckt, wahnsinnig schwierig. Und ja, das ist auch nicht neu, das war auch schon im 20. Jahrhundert so. Wenn Sie den öffentlichen Diskurs in einer Diktatur kontrollieren, sind Sie in der Lage, Demokratien zu manipulieren. Das ist auch im 20. Jahrhundert schon gelaufen. Ja, das hat der Bolschewismus gemacht, das haben die Faschisten gemacht, die haben ja auch reingewirkt in die offenen Demokratien des Westens. Und wenn man sich das historisch auch anguckt, man ging ja auch eigentlich davon aus, in den 30er Jahren, dass das eigentlich ein sterbendes System war, weil die hatten damals mit den neuen Massenmedien ja ähnliche Phänomene. Also insofern, das ist eine Gefahr. Wir bieten Bühnen für Menschen, die uns blöde finden und uns ablehnen. Aber den Essenz des liberalen Rechtsstaates, wenn wir das unterbinden würden dramatisch, und ich weiß, also das ist meine persönliche Auffassung, ich weiß auch nicht, ob wir an 2, 3 Stellen schon mittlerweile zu weit gehen. Wenn wir das konsequent unterbinden, besteht halt die Gefahr, dass wir das umbringen, was uns ausmacht als freie Gesellschaft. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich mir das angucke, wir haben auch mittlerweile in persönlichen Gesprächen eine viel geringere Toleranz, abweichende Meinungen zuzulassen. Also dieses We agree to disagree ist etwas, was ich wahrnehme, zunehmend geringer wird. Ich freue mich immer einmal im Jahr treffe ich mich mit allen, ich komme aus dem ländlichen Schleswig-Holstein, eine Stunde nördlich von Hamburg. Ich habe mich im linken Spektrum verantwortet, alle meine Freunde sind schwarz wie die Nacht, ja. Aber wenn man dann zusammensitzt, da kann man ja noch über Politik diskutieren, ich bin mir nie mit denen einer Meinung, aber es ändert nichts an unserem Verhältnis.
Und ich habe manchmal das Gefühl, diese Welt, die ich als Jugendlicher noch kennengelernt habe, in der Kneipe, die übrigens auch eine Kneipensitzung dauert in der Regel deutlich länger als das durchschnittliche TikTok-Video, jedenfalls jedenfalls in Norddeutschland. Es ist bei uns so. Nein, aber diese Art der Diskursfähigkeit geht auch ein bisschen verloren. Also summa summarum, es ist ein Riesenproblem. Es ist eine der ganz, ganz schwierigen Entscheidungen, die wir treffen müssen. Wie viel Meinungsfreiheit lassen wir zu und wann ziehen wir die Grenze zur Staatszersetzung? Und das ist wirklich, also ich bin heilfroh, dass wir im Bundesverfassungsgericht in den letzten Jahrzehnten immer sehr, sehr schlaue Frauen und Männer hatten, die diese schwierigen Entscheidungen sehr diffizil aufbereitet haben. Und auch das ist eine Errungenschaft, dass am Ende des Tages es wissenschaftlich ausgebildete Juristen sind, die dann an objektiven Kriterien diese Entscheidung treffen, weil das ist auch keine, die man auf der Straße so einfach treffen kann. Ich hoffe, ich habe ansatzweise geschafft, eine Antwort zu geben auf diese wirklich schwierige Frage. Ich stelle doch noch. Halt. So. Entschuldigung, ich dachte, das ist der Abschlussapplaus. Ich möchte doch noch 2 Fragen stellen. Eine, weil die an Frau Wulff direkt geht, und eine, weil ich die beantworten kann und ich ja auch eine Frage beantworten möchte. Also, Frau Wulff, worüber wird Ihr neues Buch handeln, beziehungsweise an welchem Buch arbeiten Sie derzeit? Ich habe das gerade abgegeben, das ist gerade zum Drucker gegangen, mit einem kurzen Ausflug zum Goethe-Schiller-Archiv heute noch in kleiner Panik, um noch was nachzugucken. Also das Buch geht um Georg Forster, der sowohl in den Rebellen einen ganz kleinen Auftritt hatte als ein Freund von Caroline und der ganz stark von Humboldt bewundert wurde, also ein Mentor Humboldts war. Ein Mensch, der als 17-Jähriger mit Captain Cook um die Welt gereist ist und zurückgekommen ist mit einem ganz uneigen vorgenommenen Einstellung den indigenen Völkern gegenüber und dann zum großen Revolutionär in der Mainzer Republik wurde, zwischendurch sich mit Kant in die Haare gekriegt hat, weil er Kant angeklagt hat, dass er das mit den Menschenrassen nicht so richtig versteht. Ein Mensch, der versucht hat, das zu finden, was uns Menschen verbindet und nicht, was uns auseinanderbringt. Und deshalb heißt das Buch Der Reisende, Georg Forster und die Entdeckung der Menschlichkeit. Kommt nächstes Jahr im Ende September in Deutschland raus. Und wird so, die letzte Frage, die ich beantworten darf. Gibt es heute Abend im Anschluss die Möglichkeit, Bücher zu signieren? Ja. Die gibt es. Also ich darf Ihnen ganz herzlich danken für Ihre Geduld, dass Sie gekommen sind, dass Sie so tapfer zugehört haben. Ganz besonders danke ich aber natürlich nochmal allen Podiumsteilnehmern, Herrn Ilkmann, Herrn Hühn, Herrn Bauer, dass Sie sich hierher gesetzt haben und diesen Hexenritt durch eine viel zu große Frage gewagt haben. Und natürlich nochmal Andrea Wulff, danke, dass du das Buch hier nochmal vorgestellt hast. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend. Trinken Sie noch was, sprechen Sie den einen oder anderen gerne an und kommen Sie dann gut durch die Nacht.